Guten Morgen, liebe Scooterfreunde. Heute gibt's mal was ganz Besonderes. Ich stelle euch heute mal eine Lambretta G350 Serie 2 vor und zwar ein bisschen umgebaut. Das hat Micha vom Café Racer 69 in Berlin gemacht. Und das ist ein Fahrzeug, was so ein bisschen im Stil der 60er Jahre umgebaut wurde, angelehnt an die Mod-Szene damals. Ich zeige euch gleich mal so ein paar Details dieses Umbaus. Ein paar Sachen stechen natürlich heraus und erzähle euch dabei so ein bisschen was über die Geschichte der Mods, damit ihr mal wisst, worum es da überhaupt geht. Die britische Mod-Bewegung formierte sich Ende der 1950er in London und entwickelte sich dann in den 60ern zu einer klar erkennbaren Jugendkultur mit einem Code aus Stil, Musik und auch Haltung. Mod heißt Modernist und bedeutet weg vom grauen Nachkriegsalltag hin zu Präzision, Sauberkeit und Kontrolle. Schmale Anzüge, polierte Schuhe, sehr gepflegte Haare und italienische Einflüsse. Die Motorroller, vor allem Lambretta und Vespa, wurden damals zu mobilen Statements, oft mit sehr viel Chrom, Zusatzscheinwerfern und Spiegeln überladen. Und nicht unbedingt wegen der Funktion, sondern als Ausdruck von Identität. Musikalisch war die Szene damals sehr stark geprägt von amerikanischem Soul, Rhythm and Blues und natürlich Jazz und war geprägt von Labels wie Motown. Später kamen dann britische Bands wie The Who, Small Faces oder The Kings dazu, die den Sound der Mods mitgeprägt haben. Zentral waren damals die All-Nighter in den Clubs. Amphetamine gehörten damals leider auch mit dazu, um die Energie durch die Nächte zu halten. Ein sehr ikonischer Bezugspunkt ist der Film Quadrophenia, basierend auf dem gleichnamigen Album von The Who. Er zeigt die Szene damals in der Innenperspektive, Zugehörigkeit, Druck, Identitätssuche und natürlich auch die Kehrseite des perfekten Stils. Genau dort wird auch der Konflikt mit den Rockern greifbar. Während Mods für Eleganz, Urbanität und moderne Musik standen, verkörperten die Rocker eher das Gegenteil. Leder, schwere Motorräder, Rock'n'Roll, eher rau und traditionell. Diese Gegensätzlichkeit entlud sich in den berühmten Auseinandersetzungen in den Brighton Beach Clashes 1964, wo beide Gruppen an der Küste aufeinander trafen. Ein medial sehr stark aufgebauschtes Symbol für den Generationskonflikt im damaligen Großbritannien. Brighton ist bis heute ein zentraler Ort dieser Kultur geblieben. Veranstaltungen wie der Brighton Mods Weekender knüpfen an diese Geschichte an. Rollerkursus, Musik, Style, aber heute ohne Aggression von damals, eher als Hommage an eine Ära. Was geblieben ist, ist die Grundidee, Stil als Haltung, Detailverliebtheit als Statement und das Bedürfnis, sich über Ästhetik und Musik eine eigene Identität zu schaffen. Etwas, das man bis heute in jeder auffällig bewusst inszenierten Lambretta wiedererkennt. Die Mods trugen damals italienische Anzüge und der Roller mit Beinschild und der Parker, der klassische Schwalbenschwanz-Parker, dienten nur dazu, die Kleidung vor Schmutz zu schützen. Und woher kam diese Spiegeleskalation? Ursprünglich war in England nur Einspiegelpflicht und die Mods haben aus Protest und Geltungsdrang 10, 20 oder manchmal 30 montiert. Es war ein, in Anführungszeichen, Mittelfinger an das Gesetz und ein Statussymbol. Die vielen Scheinwerfer dienten meistens dazu, in der Londoner Nacht extrem aufzufallen. Jetzt werden natürlich viele Puristen sagen, na Mensch, eine Lambretta, eine klassische Mod-gestylte Lambretta, das muss eine LI oder eine TV sein aus den 60ern. Sehe ich nicht ganz so, weil wofür steht Mod? Mod heißt Modernist und das war an sich so eine Weltanschauung, die sehr zukunftsorientiert war, sehr modern. Und ich glaube, wenn es damals so eine G350 gegeben hätte, dann wären die Mods auch mit der G350 gefahren und hätten die dann halt sich so aufgepimpt, wie sie es halt vielleicht mit einer Lambretta LI gemacht hätten. Also Mods waren jetzt nicht so, sag ich mal, retro- und klassikorientiert, sondern eher sehr in die Moderne gerichtet. Und von daher wäre das wahrscheinlich ein Fahrzeug gewesen, was damals extremen Erfolg gehabt hätte. Was bei dieser Lambretta natürlich als erstes extrem auffällt, sind die folierten Seitenbacken mit dem Union Jack drauf. Hier ganz interessant, das ist jetzt wirklich eine Fahne, die halt so ein bisschen 3D-mäßig aussieht. Dadurch sieht es manchmal so ein bisschen aus, als ob die Seitenbacke zerbeult ist. Ein ganz toller Effekt, gerade wenn man das live sieht, ist natürlich alles glatt und nicht zerbeult, aber ist ein Hingucker, finde ich. Fällt auch extrem auf, muss ich sagen. Also wenn man damit im Straßenverkehr fährt, da erntet man eine ganze Menge Blicke, zum Teil verwundert, weil die Leute sowas nicht kennen, zum Teil natürlich auch sehr interessiert. Also das ist ein Fahrzeug, was sehr auffällt. Und wenn ihr sowas auch machen möchtet, also wenn ihr eine Lambretta G oder auch eine X habt, dann einfach mal Micha anschreiben vom Café Racer 69. Ich packe euch den Link zur Webseite und die E-Mail mal unten in die Videobeschreibung rein und dann könnt ihr da mal nachfragen, was sowas kosten würde und eure Vorschläge vielleicht auch mal hinschicken, was ihr da für ein Design dann haben möchtet, weil da gibt es keine Grenzen. Also man kann es natürlich lackieren, einfarbig, zweifarbig, da ist alles möglich, was lackierungstechnisch machbar ist. Aber wie gesagt, das Folieren, da kann man dann ganz tolle Grafiken drauf machen und wenn das gut gemacht ist, und das hier sieht wirklich toll aus,
dann hat man da natürlich alle Möglichkeiten, um das Ganze zu individualisieren und sich ein ganz eigenes Fahrzeug zu schaffen. Und das ist halt der Vorteil von der Lambretta, dass man diese Seitenbacken abnehmen kann und dann frei gestalten kann. Und das sieht dann, finde ich, auch, wenn man es passend zum Fahrzeug macht, wirklich toll aus und ein absoluter Hingucker. Hinten dran auch dieser kleine Gepäckträger hier, den finde ich sehr schön, weil der die Linienführung von der Lambretta ein bisschen aufnimmt. Kriegt man eine schöne Tasche rauf hinten und stört jetzt nicht, sondern ist eine sehr schöne Ergänzung hier hinten. Macht einen tollen Eindruck und auch super stabil. Also da kann man wirklich was raufpacken. Denn hier vorne natürlich auch eine ganze Menge passiert. Hier ist der originale Gepäckträger vorne dran. Der ist ganz praktisch, da kann man noch eine Tasche raufpacken. Den gibt es als Kombi mit diesem Sturzbügelset hier, was an der Seite ist. Das ist hier gleich mit dabei, gibt es aber auch einzeln. Also man kann nur den Gepäckträger oder mit dem Sturzbügelset nehmen. Ist nicht ganz günstig, aber bei so einem Projekt sieht das natürlich toll aus. Dann hat Micha hier klassisch wie damals in den 60ern viele Spiegel ran gemacht. Die kann man dann wunderbar an diesem Sturzbügel hier befestigen. Und eine Sache, die ich auch optisch ganz toll finde, aus mehreren Gründen. Erstens sieht gut aus, zweitens bietet ein bisschen Sicherheit wegen Sichtbarkeit, sind Zusatzscheinwerfer hier vorne dran. So eine schönen, tropfenförmigen, verchromten, die dann hier vorne an der Krawatte befestigt sind. Und das sieht wirklich toll aus. Ne? Ist LED, leuchten gut, machen noch mal ein bisschen mehr Sichtbarkeit. Also auch die Front ein bisschen was passiert. Oben haben wir noch Lenkerendenspiegel, so eine ganz kleinen. Da würde ich jetzt vielleicht sogar auch noch auf verchromte gehen. Also man kann das natürlich ganz exzessiv betreiben. Vorne noch Weißwandreifen rauf. Vielleicht noch hier vorne ein bisschen grafisch was machen, dass man noch mal irgendwie eine Farbe reinbringt. Also das ist wirklich ein Hobby, da kann man genau wie bei der Vespa wieder viel machen. Und jetzt fängt es langsam auch an, dass es mehr Zubehör gibt. Und gerade halt, wie gesagt, mit ein bisschen Ideen kann man da eine ganze Menge rausholen. So, das war's für heute mit der Vorstellung dieser British Custom Lambretta G350 vom Micha vom Coffee Racer 69 in Berlin. Wirklich ein tolles Fahrzeug, ein absoluter Hingucker. Also mit dem ins Eiscafé oder zu irgendeinem Treffen von Rollern, da fällt man schon auf. Jetzt startet demnächst ja auch die Saison wieder. Da könnte man jetzt sicherlich noch ein bisschen mehr machen. Mir würden noch so 2, 3 Sachen einfallen. Ich glaube, das Projekt geht auch noch weiter. Also wenn da noch mehr passiert, stelle ich euch das auch noch mal vor natürlich. Und wenn ihr euch für diese Seitenbacken interessiert, für das Folieren oder auch Lackieren, einfach eine E-Mail an Micha vom Coffee Racer 69 schreiben und da kriegt er dann alle Info, die er benötigt. Und bei meiner Lambretta geht es natürlich auch weiter noch. Da wird es allerdings alles ein bisschen funktioneller für meine Tour. Also vielleicht nicht ganz so viel optische Sachen. Und auch da halte ich euch natürlich auf dem Laufenden, nehme euch da bei den einzelnen Umbauschritten mit. Und dann geht hoffentlich bald die Reise los. Das Wetter wird jetzt langsam besser und wärmer. Ganz so viel Optisches wie hier wird da nicht passieren, aber ist auch nicht notwendig, weil es soll eher ein praktischer Roller sein, den ich zum Touren nutze. Ich bin auch schon sehr gespannt, freue mich riesig. Wetter wird langsam besser, also es wird bald losgehen. Und von daher, wenn ihr auch fahrt, bleibt gesund, fahrt vorsichtig. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, bis dann und ciao.